Warum hast du dich dazu entschieden, den Namen Oshadi für deine Marke zu verwenden? Das ist eine gute Frage. Ich habe vor langer Zeit mal ein bisschen Sanskrit studiert, da ich mich an Sprachen immer interessiert habe, als Linguist, auch in der Uni und so weiter. Und dann kam das einfach hoch, als ich dann mit Kräutern anfing, mit ätherischen Ölen. Und wir dann nach längerer Zeit, dann zunächst war es ja nur ein Hobby und dann die Firma gründeten, dann haben wir uns überlegt, damals meine Frau und ich, ja, wie soll denn die Marke heißen? Ja, und dann kam halt sofort diese Idee, ja, Oshadi, warum nicht? Das ist im Sanskrit, wenn man es übersetzt, heißt es ja eigentlich Träger von Licht. Ja? Und das haben die Rishis der alten Zeit damals den Heilpflanzen als Namen gegeben. Ich finde das sehr passend, weil Pflanzen ja sehr vom kosmischen Licht abhängen. Also nicht nur Sonne, Mond und Sterne, sondern auch von den Schwingungen des Kosmos. Und das drückt sich in diesem Namen aus. Außerdem natürlich Ojas. Viele wissen nicht, was Ojas ist. Kann man, ist nicht wichtig, warum. Aber Ojas ist halt eine Form von Lebensenergie, die wir im Körper auch haben, die die Heilpflanzen auch haben, oder alle Pflanzen natürlich, Tiere auch. Ja. Und dieses Ojas ist auch in dem Namen Oshadi drin. Das heißt also auch Träger von Ojas. Wenn zum Beispiel unser Nervensystem harmonisch funktioniert, unser Verdauungssystem harmonisch funktioniert, dann entsteht im Körper Ojas. Und dieses Ojas ist, das kann man sogar schmecken, wenn man meditiert. Vor allem, wenn man noch tief nach innen geht und man hat nicht zu viel falsches Zeug hier gegessen, dann kann man Ojas also schmecken und auch fühlen. Und auch von der Schwingung her fühlen, was es ist. Und es ist einfach eine Lebensenergie, die einfach da ist. Und andere Leute nennen das vielleicht Prana, ist auch recht populär geworden, dieser Name. Eigentlich man kann auch sagen, intelligente Lebensenergie, also Intelligenz des Kosmos als Energie in den Pflanzen und so weiter. Und in ätherischen Ölen natürlich auch. Vielen Dank. Oshadi hat ein außergewöhnliches Sortiment an ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen. Was ist deine Motivation, so viele verschiedene ätherische Öle und Produkte anzubieten? Ja, die Motivation ist ganz einfach, je mehr, desto besser. Oder nicht nur das, es ist einfach, wenn man ätherisches Öl kennenlernt, das man vorher nicht gesehen hatte und wenn man das riecht und ausprobiert, dann denkt man sofort, ja, warum machen wir das nicht in die Marke rein? Das wäre doch schade. Wie viele Öle habe ich entdeckt auf meinen Reisen und gesagt, ja, ich sehe die nirgendwo anders, aber die sollten bei uns drin sein. Ich mache jetzt gerade einen Film über Pfeffer zum Beispiel. Und Pfeffer hat so viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn man heute in die Aromatherapie schaut, meistens ist nur ein Pfefferöl da drin. Aber es gibt verschiedenste Pfefferöle, verschiedenste Pfefferpflanzen natürlich. Auch dieser Pfeffervortex, der sich da in der Natur so durch die Bäume kringelt, der hat seine eigenen Formeln. Und es ist wirklich interessant. Der schwarze Pfeffer ist eben nur einer. Der hat seine Karriere gemacht, natürlich im Mittelalter. Über die Seidenstraße ist der Pfeffer halt hier in unsere westlichen Kulturen gekommen. Da haben sich einige Länder und Städte sehr schön bereichert. Venedig vor allem. Ja, es war so die Zentrale, wo dann dieser Spice Trade, dann dieser Gewürzhandel dann in die europäischen Länder sich verbreitete von dort. Nicht? Gut, aber wenn du jetzt den schwarzen Pfeffer nimmst, der eben seine Karriere machte, heute wissen wir, es gibt grünen Pfeffer, das ist der ursprüngliche, wie er so am Baum ist halt, und dann wird er schwarz, wenn er wirklich reif wird in der Sonne. Nicht? Oder man pflückt den grünen und legt ihn dann breitet ihn auf dem Boden aus, das habe ich mal gesehen in Madagaskar, nicht? Und dann trocknet er dort und dann wird er schwarz. Oder es gibt den weißen Pfeffer. Ja, was ist weißer Pfeffer? Ja, weißer Pfeffer, wenn die Schale weg ist, die kann man mit kleinen Maschinchen kann man die abtrommeln sozusagen und dann hat man einen weißen Pfeffer. Gut, und dann hat man noch, was ist denn der rote Pfeffer jetzt? Weißt du das? Eine andere Pflanze aus... Das ist eine andere Pflanze, aber es ist ein Pfeffer. Und wenn man sie schmeckt, die ist heute auch in der Aromatherapie drin, nicht? Der rote Pfeffer, Chinus moll oder Chinus terebinth, der kalifornische Pfeffer oft auch genannt, oder brasilianischer Pfeffer, diese beiden sind wirklich Pfeffer, aber sie sind anders. Und wenn man dann sie kennt, dann denkt man, ja, das ist ein schönes Öl, interessant, nehmen wir mit rein. Szechuan-Pfeffer, der chinesische Pfeffer, kennt kaum jemand.
So was Interessantes, ja. Wenn man allein nur den Baum sieht, den Zwetschgenpfefferbaum mit seinen Stacheln da. Und so. Naja, da ist was drin. Ne? Naja, also so Vielseitigkeit gehört zu dem Abenteuer des Kennenlernens von Heilpflanzen und ätherischen Ölen. Man muss nicht immer unbedingt zum Ort reisen, das habe ich natürlich viel gemacht, aber hinterher kommen die Öle, die zeigen sich von selbst da mit den Produzenten, die sagen, hey, willst du nicht das mal ausprobieren? Oder und so. Die Suche ist eigentlich eine automatische Neugierigkeit, die da im Hintergrund ist und die das alles bewerkstelligt. Ne? Was ist das Schönste an der Arbeit mit ätherischen Ölen? Der Intelligenz der Natur verbinden zu können. Da irgendwie etwas zu sehen, was mehr ist als nur Stofflichkeit oder, ja, ich meine, wir haben eine Firma, wir importieren, exportieren, das Business auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es Business mit feinstofflicher Energie. Das heißt also, es ist eigentlich wunderschön ausgeglichen. Wir haben das und das gleichzeitig und wir können das Wissen dieser feinstofflichen Materie, wenn man so will, dieser feinstofflichen Energien in die Welt hinausbringen. Das ist auch viel geschehen natürlich mit so vielen Menschen in der Aromatherapie, immer auch mal ab und zu mit mir. Und da irgendwie dafür sorgen, dass da ein Gleichgewicht entsteht. Dieses Versuchs, irgendwie ein bisschen an der Transformation unserer Erde mitzuwirken. Es muss was geschehen. Wir müssen weitergehen und es geht sowieso weiter, aber wir können daran teilnehmen. Und das Schöne daran ist, wenn man mit der Aromatherapie zu tun hat, dass man in wunderbarer Weise, in einer sehr angenehmen Weise daran teilnehmen kann, an dieser Transformation. Nicht, dass man nur ätherische Öle weiterreicht und sie kennenlernen lässt und so weiter, sondern dass man selbst auch merkt, da kommt irgendwas zustande, in irgendwie wieder so eine Art Vernetzung. Manche Menschen sagen, neulich, wie war das auf einem unserer Webinar? Ich sagte dann, ich verneige mich immer oder ich bin immer dankbar, wenn ich ein ätherisches Öl nehme. Ich sage immer Dankeschön und schaue mir die Pflanze vor. Und da war dann eine, die sagte, ah ja, das macht sie jetzt auch, das findet sie sehr gut. Ja, irgendwie das Gefühl, weil Pflanzen, ich sage es halt nochmal, sind halt nicht nur einfach schöne Wesenheiten, stoffliche Wesenheiten auf der einen Seite schon natürlich. Aber wenn man gerne weitergeht, dann kann man da auch was anderes drin sehen. Ne? Das ist einfach eine Präsenz von kosmischer Intelligenz. Und vor dieser kosmischen Intelligenz kann man sich verneigen. Und in den ätherischen Ölen ist sie ja sehr präsent. Ne? Also das ist das Tolle daran, dass man sie sehr schön in einem kleinen Fläschchen konzentriert, in konzentrierter Form hat. Ne? Was ist das Besondere von Oshadi? Ich glaube, das Geheimnis sind die Pflanzen selbst. Und wenn wir eine Firma haben, die ethisch korrekt arbeitet, die mitmacht an dem, was ich eben sagte, an der Transformation unserer Gesellschaft, da einen gewissen Modus gefunden hat, um das auch auszudrücken und auch materiell zu machen. Wir sind sehr viel an humanitären Projekten beteiligt. Es sind humanitäre Projekte, die hochinteressant sind. Und das, was bei uns übrig bleibt, geht eigentlich da rein. Und das ist, als ob die Pflanzen das machen. Ja, ich bin nur so der Vermittler. Ich habe nie das Gefühl, das kommt von mir. Das kommt von den Heilpflanzen, die wieder dafür sorgen, dass noch mehr geschieht. Noch mehr geschieht in unserer Welt, noch viel Besseres geschehen kann. Und jeder ist so ein kleines Pünktchen hier in dieser Vernetzung, wo dann wirklich was entstehen kann. Und wir sind interessiert an einer besseren Welt. Das kann man ja nicht anders sagen. Das macht doch keinen Sinn, sein Leben so anzuschauen, als ob das alles so sein muss und nichts besser und nichts. Nein, sich engagieren im Leben für etwas besser zu machen. Also teilnehmen an einem universellen Konzept, das eigentlich meines Erachtens von der kosmischen Intelligenz, wenn man so will, ich kann sie jetzt nicht benennen, so gewollt ist. Denn Evolution ist Teil des Programms. Und wenn wir Evolution verstehen und mit ihr umgehen lernen und uns selbst auch verstehen, dass wir uns entwickeln, ein Leben von A bis Z mal durchgegangen, da sind ganz schöne Passagen drin. Und man kann sagen, gut, das ist doch toll, dass man
Evolution überhaupt hat und dass ich komme wieder auf die Pflanzen, dass die Heilpflanzen uns dabei helfen, unseren Körper gesund zu halten, unsere Seele gesund zu halten und das alles. Und das ist eben, vielleicht macht das was aus von Oshadi, auch dass wir die Öle eben hier ja, nachts, das weißt du ja, dass wir da die schwimmen in Klängen, ne, in Schwingungen von alten harmonischen Klängen des Gandharva-Veda. Warum machen wir das? Das haben wir seit Anfang gemacht. Ich bin der Meinung, das gehört sich so, dass die Ölchen in einer guten Atmosphäre, sagen wir mal, ruhen. Ja? Das ist bei uns in der Nacht, haben wir das halt bei uns in der Firma hier und werden das immer weitermachen natürlich. Allein schon das und wenn ich das bei manchen Leuten erklärt habe, die haben dann die Augen aufgemacht, ja, warum machst du das? Ja, aber ich sage, ja gut, das sind lebende Moleküle, die kann man anregen, ne? Da kann man was mitmachen, dass da vielleicht noch mehr entsteht. Heute wissen wir, dass man mit bestimmten Mantren, wenn man über Mantren sprechen wollte, dass man heute Heilpflanzen schneller wachsen lassen kann. Die können größer werden. Das ist alles versucht worden, wissenschaftliche Untersuchungen. Es ist immer sehr schön, auch die Wissenschaft dabei zu haben. Und dann sind da die Pandits und die singen auf ihre mantrischen Gesänge auf ein Beet von Heilpflanzen. Und dann wird das hinterher untersucht. Da ist ein Beet, wo nichts gemacht wurde, und dann ist da dieselbe Heilpflanze, aber da wurden eben Chantings gemacht, also wurden mantrische Gesänge gemacht. Und dann sieht man den Unterschied. Das ist heute alles erwiesen. Ja? Insofern ist es eigentlich schön, wir haben Wissenschaft hier und wir können aber auch gleichzeitig zeigen, das stimmt, da passiert was. Ja?